öffnen, rein mich auf. Jetzt erstmal ein ganz offizielles Hallo und danke, dass ihr dabei seid. Ihr habt ja schon am Thumbnail erkennen können und auch am Titel, dass das heutige Video etwas anders ist. Ich wollte euch hier einfach mal was Neues bieten und trotzdem die Motivation beibehalten, damit ihr ebenfalls aufräumen könnt für diejenigen, die das gerne tun. Und die anderen, die in dem Moment zuschauen, haben wenigstens etwas Neues zum Angucken. Ihr wisst, wie ich vorgehe, das ist jedes Mal dasselbe. Ich beginne immer zuerst im Esszimmer. Es ist für mich am einfachsten, ein Zimmer zu erledigen, bei dem es zum einen schnell geht. Zum anderen ist das Zimmer, was dafür sorgt, dass ich erst anschließend in der Küche weitermachen kann. Denn meistens habe ich im Esszimmer Geschirr liegen. Das war ja auch an dem Tag hier der Fall. Meine Folie mache ich dann nochmal sauber und zwar mit dem Universalspray von Everdrop. Ich habe es mir hier nochmal aufgefüllt. Das war eine ganz lange Zeit leer und ich wollte ja erstmal meine anderen Reinigungsmittel aufbrauchen, damit ich dann nicht mehr ganz so viel Plastik zu Hause rumliegen habe. Und jetzt kann ich komplett auf Everdrop umsteigen, sodass ich zu Hause keine weiteren Produkte mehr habe, die in den Plastikflaschen sind. Und zum Schluss musste natürlich auch der Teppich hier gesaugt werden. Hier im Esszimmer ist nun alles sauber. Ich habe übrigens nur hier den Teppich gesaugt. Der Boden wird gleich mit dem Roboter nochmal durchgesaugt und gewischt. Und dann ging es auch schon in die Küche. Dort beginnen wir natürlich mit der Spülmaschine. Und ihr seht vielleicht hier schon, ich war etwas am Verzweifeln. Was bedeutet das, ihr Mädels unter euch? Mein Mann hat natürlich die Spülmaschine eingeräumt. Jedes Mal, wenn er sie einräumt und noch nicht gestellt hat, muss ich sie unbedingt nochmal anders befüllen. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich auf eine andere Art und Weise Tetris spiele als er. Und ihr wisst ja, was die Spülmaschine betrifft, da muss einfach Tetris gespielt werden. Denn erst wenn alles wirklich voll ist und voll bepackt, natürlich mit genug Freiraum für das einzelne Geschirr, erst dann kann man die stellen, da es sonst Verschwendung wäre. Ihr habt ja gesehen, meine Spülmaschine war nämlich noch nicht an seit gestern oder beziehungsweise gestern nur einmal. Liegt daran, dass die Tabs hier mal wieder leer sind. Und ihr wisst ja, ich benutze nur die von Everdrop. Seitdem ich mein Problem mit dem Geschirr hatte und mit diesem Spülmittelgeschmack auf dem Geschirr, habe ich zu Everdrop gewechselt. Und das ist das Beste, was ich hätte machen können. Ich habe mir auch wieder was Kleines bestellt. Ich glaube, viele der Sachen kennt ihr, einige noch nicht. Ich zeige sie euch mal. Und ja, ihr seht das Ganze jetzt hier ausgebreitet. Ihr seht eine Sache, die für mich immer am wichtigsten ist, sind meine Geschirrspültabs. 30 Stück sind hier in einer Packung drin. Ich habe mir gleich 4 Stück besorgt. Ganz ehrlich, meine Spülmaschine läuft ungefähr 2-mal am Tag. Manchmal mehr, manchmal weniger. Hier kommt es immer ganz drauf an. Deswegen brauchte ich die. Ja, wer mir auf Insta und auf TikTok folgt, wird das hier wahrscheinlich überall in den Kommentaren gesehen haben. Zitronensäure. Und zwar habe ich ja so starke Probleme mit meiner Waschmaschine und kriege die nicht sauber, egal was ich tue. Und ganz, ganz viele Zuschauer haben mir die Zitronensäure hier vorne empfohlen. Ich habe diese noch nicht ausprobiert, bin aber schon mega gespannt, wie das hier sein wird. Ich hoffe wirklich, dass es damit weggeht und dass der Geruch da wieder ein toller sein wird und dass meine Maschine wieder tipptopp aussieht. Ja, für die Zitronensäure gibt es übrigens auch so einen Behälter. Den kennt ihr ja wahrscheinlich schon von meinen WC-Tabs. Die ganzen Behälter von Everdrop sind in einem milchigen Glas und haben immer einen Holzdeckel und auch so kleine Holzlöffel. Die liebe ich ja. Ich habe die auch bei meinem Waschpulver stehen. Dann habe ich mir, weil mir ja die letzten Handtücher so gut gefallen haben, nochmal welche nachbestellt. Hier sind einmal welche, die ich für die Hände benutzen werde. Das sind Spültücher. Ich werde diese hier allerdings als Handtücher benutzen. Ich finde, von der Farbe her passen sie hier super rein zu denen, die ich letztes Mal bestellt habe. Und natürlich haben wir auch wieder Geschirrtücher. 2 Stück sind hier in einer Packung. Diesmal mit Grau. Ich wollte so ein bisschen was anderes haben und einfach so ein Klecks Farbe hier in der Küche mit drin haben. Bis auf das Grüne, was ja sowieso schon überall ist. Und dann habe ich noch einen Pop-Up-Schwamm. Den werden wir heute ausprobieren. Ich bin so gespannt, denn was meine Schwämme angeht, bin ich normalerweise sehr extrem. Und ich mag nur den einen Schwamm, den ich benutze. Aber guckt euch das mal an.
So sieht der aus, so dünn. Und wenn man den nass macht, soll er ganz groß werden. Ich bin gespannt. Ihr könnt diese Produkte oder auch andere auf everdrop.de bestellen. Und zwar hat Everdrop momentan eine Neujahrskampagne. Und zwar gibt es bis zu 30% Rabatt im Online-Shop. Und mit KEEKS10, meinem Code, habt ihr natürlich die Möglichkeit, nochmal 10% obendrauf zu sparen. Das heißt, ihr habt teilweise die Möglichkeit, 40% auf eure Bestellung zu sparen. Ich denke mal, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich bin es nämlich auch nicht. Und ihr wisst ja, Everdrop benutze ich jetzt schon seit Monaten und habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Shoppen und sagt mir gern Bescheid, was eure Lieblingsprodukte sind. Ich bin tierisch gespannt, ob ich vielleicht irgendwas noch nicht getestet habe. Bestimmt ist irgendwas dabei. So, aber nun stellen wir hier die Spülmaschine an, nachdem wir das hier aufgefüllt haben. Für mich fühlt es sich übrigens immer an wie Weihnachten, wenn ich ein Paket von Everdrop bekomme und ich weiß, da sind meine Spülmaschinentabs und ich kann die Spülmaschine endlich wieder stellen. Meistens bin ich sehr spät dran. Ich glaube, ich sollte die Abo-Funktion nutzen und hier ein Abo abschließen, dass die dann automatisch kommen und ich das nicht jedes Mal vergesse. Ja, das Ganze habe ich dann nur noch mal befüllt. Ihr kennt ja meinen Ablauf jetzt schon zu Genüge. Für diejenigen, die gerade frisch dabei sind, ich kann euch eins versprechen, ich sehe nicht jedes Mal so aus. Heute haben wir hier eine kleine Ausnahme, wobei das wahrscheinlich nicht das letzte Prinzessinnen räumt auf Video bleibt. Denn ich muss sagen, meine Motivation an diesem Tag war nicht besonders hoch. Ihr wisst ja, manchmal haben wir alle so Tage, da läuft es einfach nicht richtig. Und als ich mich dann so verkleidet habe, war das wirklich, als wäre ich in so eine Rolle geschlüpft, die gerne aufräumt. Und das hat mir nochmal so richtige Kraft gegeben. Also vielleicht ist das noch so ein Tipp für euch, die gerade auf der Couch sitzen und sich sagen, oh, ich kriege einfach meine Motivation heute nicht in den Griff und es klappt einfach gar nichts. Zieht euch vielleicht etwas anderes an. Es muss nicht unbedingt ein Kostüm von Cinderella sein, es kann auch was anderes sein. Aber manchmal ändert die richtige Kleidung die Einstellung. Also wer weiß, vielleicht hilft es auch euch. Wobei ich auch hier zugeben muss, dass das Kleid nicht ganz so optimal war, zumindest nicht zum Aufräumen. Ich fand es ja schwierig. Also mir war dann echt schon warm und ihr wisst ja, dann fängt man an zu schwitzen und dann reiben die Schenkel aneinander. War kein tolles Erlebnis. Ich war danach froh, dass ich endlich meine Jogginghose anziehen konnte und den Tag einfach nur noch genießen konnte, als diese Aufräumsession dann vorbei war. Aber wie gesagt, meine Motivation hätte sich wahrscheinlich in der Jogginghose nicht gemeldet. Deswegen bin ich froh, dass es so geklappt hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob dieses Format euch zusagt, ob ihr das schön findet, dass heute mal so was ganz anderes stattfindet und dass ich halt heute auch verkleidet bin. Ich hoffe, es ist nicht ganz zu extrem. Ich wollte erst klein einsteigen. Ich kann euch aber jetzt schon verraten, dass ich ein weiteres Kostüm auf jeden Fall zu Hause habe, was ich euch auch gern präsentieren würde. Allerdings kommt das dann natürlich erst im Februar. Ich möchte euch zwischendurch auch mal so ein bisschen Zeit zum Durchatmen geben und euch dann wieder so den gewohnten Content zur Verfügung stellen. Ich wollte hier einfach die Möglichkeit nutzen und nochmal auf ein paar Fragen von euch eingehen, da ich immer wieder in den Kommentaren dieselben Fragen sehe und ich noch nicht die Zeit gefunden habe, auf jeden einzelnen zu reagieren, habe ich gedacht, ich füge das hier einfach mal mit ein. Ich weiß, dass einigen von euch inzwischen ja schon aufgefallen ist, dass am Mittwochs kein Video mehr kommt. Das ist jetzt erst seit Januar der Fall. Vorher lief das alles immer problemlos und ich habe wirklich jeden einzelnen Upload-Tag eingehalten. Mittwochs und sonntags seit 3 Jahren, seit jetzt über 3 Jahren. Und ich war sehr, sehr stolz auf mich. Selbst in der schwersten Zeit, die ich hatte, habe ich es geschafft, am Ball zu bleiben. Muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen, nach Vlogmas und nach 24 Tagen durchgehend filmen und schneiden. Übrigens, guckt euch hier mal den Schwamm an. Ich war so glücklich, weil das so schön geklappt hat. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ja, aber nun zur Frage zurück. Weil ich halt so viel schneiden musste und das Voice-Over machen musste und filmen musste, wollte ich einfach so eine kleine Pause haben. Und den Januar wollte ich einfach dafür nutzen, um zu sehen, ob es gut bei euch ankommt ohne das Mittwochsvideo. Denn ihr wisst ja, ich hatte den Podcast am Mittwoch laufen und der lief nicht ganz so erfolgreich. Womit ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz so stark gerechnet habe, weil viele von euch ja beim Aufräumen einfach nur zuhören. Das heißt, ihr müsst da gar nicht sehen, was ich mache. Und trotzdem waren die Videos jetzt kein so großer Erfolg bei euch. Deswegen habe ich gedacht, dass es sich vielleicht nicht ganz so stark für mich lohnt, diese Videos zu drehen. Denn es ist natürlich nicht immer nur die Zeit, die einem
fehlt oder die man damit vergeudet, sondern es ist halt auch so viel mehr, was dahinter steckt. Deswegen wollte ich das diesen Monat einfach mal ausprobieren. Es kann sein, dass ich im Februar wieder mit 2 Videos die Woche zurückkehre, wobei ich da wirklich noch gar nichts sagen kann. Also ich habe da noch gar keinen Plan. Ich habe mir zwar schon eine Liste gemacht, was nächsten Monat alles kommen soll und was euch da so alles erwartet, aber ihr kennt mich ja auch. Ich bin manchmal sehr spontan. Und dann fällt mir doch noch mal was anderes ein oder ich entscheide mich jetzt doch anders. Und ja, also wer weiß, aber der Grund dafür war halt, wie gesagt, Vlogmas und einfach nur die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, für manche von euch war es einfach zu viel, 2 Videos die Woche zu haben. Hier wollte ich euch noch mal was zum Schwamm sagen. Ihr habt ja gesehen, dieser Schwamm hat nur eine Oberfläche. Also er hat nicht noch mal so eine raue Oberfläche, mit der man so richtig schrubben kann. Das ist etwas, was mir hier bei dem Blech zum Beispiel ein wenig gefehlt hat. Ich musste da mit meinen Nägeln dran, denn ich hatte sonst nichts, womit ich das hätte rausschrubben können. Der Schwamm ist für den normalen Gebrauch, um irgendwie die Flächen sauber zu wischen. Ihr habt ja auch gesehen, dass ich meine Vase damit geschrubbt habe. Damit hat das wunderbar funktioniert, aber so richtig eingebrannte Sachen kriegt man damit nicht raus. Nur als kleine Information, falls jemand diesen Schwamm haben möchte. Dann gab es natürlich auch ganz viele andere Fragen, unter anderem auch immer, warum ich gerade wie vorgehe und warum ich es nicht besser machen könnte. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das betrifft meistens so die Wäschevideos, wobei das da nicht aufhört. Also manchmal ist es dann auch so, dass Leute kommentieren wie, warum putzt du nicht nach der Fly Lady Methode? Mir hat sie so stark geholfen. Ich habe inzwischen in so vielen Videos gesagt, ich bin einfach nicht der Typ, der nach einem strikten Muster vorgehen kann. Ich bin jemand, der sehr kreativ ist und bei mir hängt auch viel von meiner inneren Einstellung ab. Das heißt, heute geht es mir vielleicht nicht ganz so gut, dann mache ich gar nichts im Haushalt. Ich höre da momentan sehr stark auf meinen Körper und darauf, wie ich mich fühle. Und die Fly Lady Methode ist halt einfach nichts für mich. Ich habe das jetzt schon einige Male ausprobieren wollen, habe immer wieder angefangen und habe es dann nach 2, 3 Tagen abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, es setzt mich viel mehr unter Druck, als dass es mir im Haushalt hilft. Hier auf YouTube gibt es so viele Mädels, die nach der Fly Lady Methode putzen und die damit auch super Erfolge haben und auch selber sagen, dass ja, ihnen diese Methode viel gebracht hat. Wenn ihr also jemanden sucht, der nach dieser Methode putzt, kann ich euch gern andere Kanäle empfehlen. Allerdings werdet ihr das bei mir nicht sehen, denn wie gesagt, so ganz strikt nach einem bestimmten Muster vorzugehen, ist für mich einfach sehr, sehr schwierig. Und meine Wäsche, das wisst ihr, das wird übrigens der nächste Clip sein. Die mache ich so, weil ich sie von meiner Mutter so beigebracht bekommen habe. Das heißt also, da werde ich wahrscheinlich auch nicht zurücktreten. Also ich werde es nicht anders machen. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass es die meisten von euch nicht stört. Hier geht es ja eher darum, dass wir alle zum selben Ziel kommen. Wie wir dahin kommen, ist dann ziemlich egal. Und die Küche ist wieder schön sauber. Oh, guckt euch das hier mal an. Wie toll sieht das mit diesen Tüchern hier vorne aus. Und der Kerze. So hübsch, oder? Ich finde, das gibt dem Ganzen hier so ein gewisses Etwas. Die ganzen Flächen sind freigeräumt, wie ihr sehen könnt. Die Spülmaschine ist übrigens durchgelaufen. Die habe ich jetzt nochmal befüllt. Und hier ist alles leer. Jetzt wird wieder alles dreckig gemacht, weil ich Essen machen muss. Oh ja, und jetzt haben wir Zeit für die Wäsche. Und wir hatten an dem Tag wirklich einiges. Wirklich einiges. Ich weiß, dass hier einige mit dabei sind, die vielleicht auch von Instagram oder von TikTok rübergekommen sind. Und ich glaube, das ist so der größte Ansporn für so viele Mädels auf TikTok. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hoch meine Aufrufzahlen sind für irgendwelche Reels oder kleine Clips, wenn ich irgendwas mit Wäsche zeige. Das scheint so das Thema schlechthin zu sein. Und ihr wisst ja, ich habe super, super viel Wäsche und zwar jedes Mal. Es sind momentan so zwischen 12 und 15 Ladungen, würde ich behaupten. An guten Tagen kommen 17 Ladungen zusammen und die mache ich natürlich in der ganzen Woche verteilt. Sprich, meistens habe ich 4 bis 5 Ladungen, sodass meine 5 Wäscheständer hier komplett voll sind. Die bringe ich dann raus. Wir haben ja so eine überdachte Terrasse. Das heißt, die können auch bei diesen Temperaturen draußen sein. Ich lasse sie ungefähr 2 Tage lang draußen und bringe sie dann von dem 2. auf den 3. Tag in das Spielzimmer rein, sodass sie nochmal richtig durchtrocknen können. Denn bei den Temperaturen klappt es einfach nicht vollständig draußen. Das heißt, wenn ich sie jetzt
draußen abnehmen würde, wie ich es jetzt im Herbst zum Beispiel gemacht habe, wäre diese Wäsche noch nicht trocken. Zumindest nicht alle Teile. Deswegen seht ihr die Wäsche hier im Spielzimmer. Ich kann euch versichern, sie wird draußen getrocknet und nicht drinnen. Zumindest die meiste Zeit. Und natürlich war dieser Tag nicht anders zu den anderen Tagen. Ich habe hier erstmal die Sachen von Alex und mir abgehangen. Die sind größer. Dann habe ich auch das Gefühl, dass ich mehr geschafft habe, wenn ich sie abhänge. Es ist bei mir also etwas Psychologisches, dass ich wirklich mein Gehirn austrickse und dann sage, oh, du hast schon so viel geschafft, jetzt nur noch ein wenig. Und ja, ich rede sehr, sehr häufig mit mir selbst in meinen Gedanken. Manchmal auch nicht in meinen Gedanken, sondern im wahren Leben. Das ist für die anderen dann vielleicht etwas gruselig. Ich kann euch versprechen, ich glaube, das macht jede einzelne Frau. Wir haben so viel in unseren Köpfen drinne und manche dieser Gedanken rutschen uns dann halt einfach raus. Damit muss man umgehen können und leben können. Ja, und da wir gerade beim Thema Wäsche sind, ich kriege auch ganz häufig Nachrichten, warum ich meinen Trockner nicht für die Wäsche benutze. Und ich hatte das in meinen Videos schon so oft angesprochen, aber ich bin mir sicher, ich habe hier einige neue Zuschauer, die das noch nicht wissen. Ich habe eine super alte Maschine. Die habe ich von unseren Schwiegereltern bekommen, als wir umgezogen sind, weil ich mir einfach keine neue kaufen wollte. Das Geld war damals einfach zu knapp und ich musste zusehen, dass das eher fürs Haus drauf geht, anstatt dann für solche Sachen. Deswegen haben wir dann die alte Maschine gehabt und ich habe nach einer Zeit, nachdem ich sie benutzt habe, ich glaube so im ersten Jahr, habe ich gemerkt, dass plötzlich die ganze Wäsche eingeht. Also so mit der Zeit. Es war jetzt nicht von heute auf morgen, aber man hat dann gesehen, sie wurde immer kleiner und kleiner und kleiner. Und für mich war es dann am Anfang noch nicht mal so ersichtlich, weil ich gedacht habe, naja, ich werde auch irgendwie immer breiter und breiter und breiter, könnte also auch damit zusammenhängen. Aber nein, damit hing es nicht zusammen, denn tatsächlich war die gesamte Kleidung dann kürzer und auch enger. Und dann habe ich aufgehört, sie zu benutzen. Ich hatte dann mit meiner Nachbarin gesprochen. Die haben nämlich eine ganz neue Maschine. Die ist mit so einer Wärmepumpe. Und die wird mich hier in den Kommentaren übrigens auch ganz oft empfohlen. Und meine Nachbarin meinte dann nur noch so, ganz ehrlich, ich habe meine Maschine auch am Anfang benutzt und habe gedacht, da läuft nichts ein. Bei ihr läuft die Kleidung wohl auch ein. Seitdem benutzt auch sie ihre Maschine nicht. Also das heißt, wir beide trocknen nur noch die Bettwäsche und die Handtücher im Trockner. Der Rest wird immer auf die Wäscheleinen gehangen oder halt die Wäscheständer und draußen getrocknet. Klappt für mich am besten. Ich habe super viel Angst, Geld auszugeben für Sachen, die ich nicht benötige. Und wenn ich dann weiß, dass ich diesen Trockner dann vielleicht ebenfalls nicht benutze oder er dieselbe Leistung erbringt wie mein alter, dann lohnt es sich einfach für mich nicht, diesen neuen Trockner zu kaufen. Könnt ihr mit Sicherheit verstehen. Und ja, ihr seht ja hier auch schon, ich sortiere die Wäsche immer nach Farben. Das ist einfach so mein Ding. Und ich weiß, dass einige von euch das total kompliziert finden und dann immer sagen, das ist nicht notwendig. Bei der Wäscheanzahl, die ich habe, macht es für mich absolut keinen Unterschied, ob ich die Wäsche im Vorfeld sortiere oder nicht. Die Wäscheanzahl, also von den Maschinen her, bleibt trotzdem gleich. Trotzdem habe ich dann sozusagen farbenfrohe Kleidung, denn ich mische hier nichts. Zumindest von den Farben her, also nicht ganz so extrem. Und ja, da ist die Kleidung einfach strahlender. Habe ich so im Gefühl. Ihr könnt es anders machen. Ihr wisst ja, was ich immer sage. Die Hauptsache ist, wir haben alle irgendwann saubere Kleidung, ein sauberes Zuhause, leckeres Essen auf dem Tisch stehen. Wie wir letzten Endes zu diesem Ziel kommen, ist egal. Das hat jetzt keine Auswirkungen. Ja, hier habe ich übrigens gemerkt, dass man das Teil hier abziehen kann. Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Sonst hätte ich da natürlich schon drunter sauber gemacht. Ich habe das jetzt einfach mal abgezogen, damit ich mich nämlich dran erinnere, denn mein Gehirn lässt ab und zu mal nach. Das wisst ihr inzwischen auch. Nun war die Wäsche erledigt und in der Zeit, wo meine Waschmaschine für mich arbeitet, mache ich mich ans Wohnzimmer und es sah sehr, sehr chaotisch aus. Was einfach nur daran lag, dass die Kinder da wieder gespielt haben. Ich glaube, den Tag zuvor die Geburtstagstüten für Emma gepackt, für den Geburtstag. Sie hatte ja am 11. Januar Geburtstag und wir haben eine Woche später dann natürlich auch nochmal Tüten für ihre Balletttruppe gepackt. Und lasst mich euch eins sagen, haben die Kinder Geburtstage, dann habe ich das Gefühl, ich bin nur noch am Packen von irgendwelchen Tütchen, also Geburtstagstütchen. Bei Emma war es jetzt einmal für ihren Kindergarten, einmal für die Geburtstagskinder, die beim Geburtstag da waren und für die Balletttruppe. Bei Max ist es so ähnlich, da ist es für seine Schulklasse, für den Fußballverein und natürlich auch für die Geburtstagsgäste. Wobei ich sagen muss, dass jetzt sein 9. Geburtstag der erste Geburtstag war, an dem ich die Tüten für den Geburtstag selbst ausgelassen habe.
Und dann meinten dann die Kinder nur so, wo sind denn unsere Tüten, unsere Geschenke fürs Nachhause mitnehmen? Und ich so, ihr seid 9. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr noch irgendwelche Tütchen haben wollt, weil wir ja auch so viel Süßkram und so auf den Tischen stehen hatten. Ja, aber ich denke mal, die Kinder sind momentan einfach viel zu verwöhnt. Nicht nur meine, sondern auch die anderen. Und ja, die kennen das gar nicht mehr anders. Für uns war das immer so ein Highlight früher. Wisst ihr das noch? Also ich glaube, bei den Geburtstagen, auf denen ich war, gab es nie irgendwelche Geburtstagstüten für die Gäste. Und wenn, dann waren da vielleicht 2, 3 Süßigkeiten drin und man hat sich tierisch gefreut. Ganz merkwürdig, wie die Zeiten sich doch ändern. Ja, hier habe ich dann nochmal die ganze Deko von Emmas Geburtstag mit abgenommen. Die hatte sie mit Alex zusammen dran gehangen und das war alles voller Tesafilm dort hinten. Ich konnte Gott sei Dank diese Schnüre dort ganz leicht rausziehen. Allerdings habe ich natürlich überall noch diesen Tesafilm. Das heißt, Alex muss da auch nochmal dran und das Ganze abmachen. Und natürlich auch hier wieder der letzte Schritt. Ihr wisst, das ist das Saugen. Ich liebe meinen Dyson-Staubsauger. Ganz ehrlich, damit kann man so super saugen. Und vor allen Dingen hat man keinen Kabelsalat. Das ist etwas, was ich liebe. Auch das Wohnzimmer ist jetzt blitzeblank. Hier habe ich nur den Teppich gesaugt. Den Rest macht gleich der Roboter. So sieht das auch hier jetzt aus. Übrigens habe ich nochmal die ganzen Terminkalender und meine To-Do-Listen hier reingelegt. Jetzt sieht das Ganze etwas sauberer aus. Ihr wisst, Ballons muss man den Kindern lassen, vor allen Dingen, wenn sie so schön gemacht sind, bis sie platzen. Wir bewegen uns schnell fort. Wir sind nämlich schon im Flur. Heute bleibt es übrigens beim Erdgeschoss. Ich hatte überlegt, wie viel ihr sehen möchtet. Ich weiß ja, viele von euch stehen auf meine XXL-Videos und euch können die Videos gar nicht lang genug sein. Für mich selbst ist es nur immer etwas schwierig, auch weil ich nicht wusste, wie ich das Ganze hier mit dem Kostüm schaffe. Deswegen habe ich gedacht, hier behalte ich mal wieder mein Erdgeschoss im Blick und beim nächsten Mal bekommt ihr hoffentlich wieder ein etwas längeres Video, beziehungsweise nicht beim nächsten Mal. Nächsten Sonntag erwartet euch dann so ein XXL-Haul, aber nicht für Lebensmittel, sondern für Reinigungsprodukte. Schaltet also gerne ein, wenn ihr Interesse habt. Aber ich denke mal, die Woche darauf wird dann wieder ein XXL-Video kommen, was so ungefähr 1 Stunde bis 1,5 gehen wird. Da werde ich mich aber überraschen lassen. Ihr wisst ja, das filme ich dann doch eher spontan. Ja, hier packe ich übrigens mein Kostüm weg, was ihr im Anschluss auch nochmal sehen werdet. Ich war sehr fleißig und habe diesen Clip hier schon im Vorfeld für euch vorgefilmt. Und habe euch das dann hier schon verraten, wie ich gleich aussehen werde. Aber nun ja, ist es egal. Ich denke, das ist trotzdem in Ordnung. Schließlich konntet ihr auch schon am Thumbnail sehen, was euch erwarten wird in diesem Video. Ja, dort seht ihr übrigens einen kleinen Hasen. Das heißt also, ich habe etwas Osterdeko besorgt. Ganz ehrlich, das war nur dieses eine Teil. Und ich muss aber, ich glaube im März, vielleicht auch schon Ende Februar, muss ich für Ostern schmücken und darauf freue ich mich schon ganz dolle. Ihr wisst ja, ich habe diesen Moment sehnsüchtig entgegengefiebert, als ich endlich die ganze Weihnachtsdeko abnehmen konnte. Ich habe mich so satt gesehen an dieser Deko und war jetzt einfach mal froh, dass gar nichts hing und ich die Zeit mit weißen Wänden und weißen Schränken verbringen durfte, wo dann kein bisschen Farbe zu sehen war. Außer bei dieser Unordnung, die ihr dort seht. Aber ansonsten war halt wirklich alles blank. Das wird sich natürlich demnächst auch ändern. Ganz ehrlich, ihr wisst, ich kann nicht lange ohne Farbkleckse. Ich brauche meine Farben. Ich mag dieses Weiße und Beige nicht. Dieser ganze Trend ist ja komplett an mir vorübergezogen mit alles zu Hause weiß und beige zu haben. Das ist einfach nicht meine Art und Weise. Ich habe gern Farbe an den Wänden. Ich habe gern Farbe in meiner Deko. Ich bin eher so ein bunter Mensch und brauche da so ein bisschen die Freude in den Gegenständen selbst. Und ich glaube, das passiert nur, wenn man Farbe dort drin hat. Aber hey, teilt mir gerne mit, was für ein Typ ihr seid, ob ihr es auch eher bunter mögt, ob ihr euch auf eine Farbe festlegt. Sowas finde ich ja auch schön, wenn es dann eine schöne Farbe ist, also nicht unbedingt beige oder so, sondern wenn es vielleicht ein Navy-Blau ist oder irgendein schönes Moosgrün oder sowas. Oder ob ihr tatsächlich eher zu den Leuten seid, Arztpraxis, ich komme und ihr auf weiße Wände steht und weiße Deko und alles am liebsten in weiß oder halt beige. Ja, hier setzt sich das Ganze übrigens fort. Auch hier muss ich einiges von Emmas Geburtstagsparty wegräumen. Und ich habe versucht, dort noch diese 3 Tütchen, die ihr dort oben im Bild seht, sozusagen, wegzuräumen. Denn 3 Mädels haben beim Ballett gefehlt. Und ich werde sie beim nächsten Mal wieder mitnehmen, damit auch diese Mädels so ein kleines Geschenk haben. Denn ich weiß, dass vor allen Dingen so kleine Kinder sich anschließend dann total ärgern, dass sie nicht da waren. Dabei waren sie vielleicht krank oder bei einer Familienfeier.
und konnten gar nichts dafür, dass sie nicht da waren. Und dann erzählen die anderen Mädels davon. Vor allen Dingen habe ich diesmal auch Nagellack mit reingepackt, also so ein Glitzernagellack. Und die anderen Mädels haben sich so gefreut. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich die beim nächsten Mal mit. Wenn die Mädels dann da allerdings nicht da sind, ganz ehrlich, dann werde ich die Tüten auch auspacken. Also ich denke, irgendwann hat man dann auch genug getan. Ich bin sowieso immer so, dass ich dann sehr viel auch an die anderen Kinder denke und dann die Sachen vielleicht nochmal 2-, 3-mal mitnehme. Aber irgendwann ist dann auch genug. Ja, natürlich auch hier im Flur der letzte Schritt wieder das Saugen. Hier habe ich tatsächlich die gesamten Flächen gesaugt, auch unter den Schränken. Normalerweise belasse ich es ja bei diesen Läufern und Teppichen und nehme sie dann anschließend alle weg und lasse den Roboter nochmal durchlaufen, weil es einfacher ist. Hier im Flur hatte ich allerdings so viele kleine Steinchen. Ihr wisst ja, bei uns vor der Haustür ist immer noch nichts gepflastert. Das heißt also, vieles kommt mit ins Haus. Deshalb wollte ich einfach mit diesem Sauger schon im Vorfeld den gröbsten Schmutz und die gröbsten Steinchen sozusagen entfernen, damit der Roboter dann anschließend nicht mehr ganz so viel Arbeit hat. Ja, hier benutze ich mein Fensterputztuch und einfach nur mit Wasser. Ich habe es nass gemacht und dann geht es über die Spiegelflächen. Und heute kann man tatsächlich nicht einschätzen, wie hier die Sonne reinknallt. Mal ist es ganz dunkel, mal ganz hell. Hier habe ich ja immer noch keine Deko. Aber es ist jetzt alles weggeräumt. Das ist das, was mich am meisten freut. Auch hier ist nun alles sauber. Und ihr habt ja spätestens im Flur gesehen, die Lichtverhältnisse waren ganz, ganz furchtbar. Ich freue mich einfach nur auf den Sommer, wenn ich einfach nur wieder Licht habe, ich die Kamera einmal einstellen brauche und nichts mehr verändern muss. Ich glaube, das ist viel, viel besser. Wobei man hier im kleinen Gäste-WC nichts mehr davon gespürt hat. Also es war wirklich ganz schrecklich. Jedes Mal, wenn ich im Flur bin, ich habe das Gefühl, das ist so die schlimmste Ecke bei mir im Haus. Nein, nicht ganz. Ich habe auch noch andere Fleckchen, bei denen das so ist. Aber ich habe auch gemerkt, ich darf definitiv meine Kamera nicht mehr zum Fenster hinstellen. Wobei das natürlich auch manchmal schwierig ist, dann die richtigen Ecken einzufangen. Denn zum Beispiel im Wohnzimmer ist es natürlich so, dass wir dort die gesamte Fensterfront haben. Und es ist nicht optimal beim Filmen, aber ich kann die Kamera nicht anders hinstellen, da ich sonst nicht sehen könnte, was auf dem Boden passiert oder auch auf dem Sofa selbst. Ja, im Badezimmer habe ich dann nur noch mal den Spiegel sauber gemacht und dort habt ihr es dann auch noch mal gesehen. Ich habe dieses Fensterputztuch genommen, einfach nur mit Wasser nass gemacht und so gut wie es geht ausgedrückt, damit es einfach nur so ganz leicht feucht ist, allerdings nicht nass. Und dann bin ich über die Spiegelflächen, sowohl hier im Badezimmer als auch im Flur. Und ihr habt ja gesehen, wie wunderbar das funktioniert hat. Das war wirklich klasse. Ich liebe diese Fensterputztücher, weil man nichts weiter dafür benötigt, außer das Tuch und Wasser. Ja, dann ging es natürlich auch weiter zum WC. Hier habt ihr übrigens auch mal einen ganz seltenen Einblick. Normalerweise zeige ich euch ja nicht ganz so viel, wie ich meine Lappen auswasche, weil ich diesen Teil einfach als so langweilig empfinde. Aber ganz viele von euch sagen dann immer so, putzt du mit einem Schwamm alles durch? Und ich sage, ja, schon mit dem einen Schwamm, aber ich putze den ja auch wasche den jedes Mal aus. Aber das sehen ganz viele von euch nicht. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Hier habe ich dann nochmal schnell diesen Toilettenrollenhalter zusammengebaut. Ging tatsächlich schneller als gedacht. Muss ich aber sagen, oh Gott, guckt euch den Unterschied von der Höhe mal an. Ich habe irgendwie gedacht, dass der höher sein wird. Ja, ich weiß nicht so recht. Aber die Klobürste, mit der bin ich so zufrieden. Die bleibt dort und die alte kommt definitiv raus. Und das Badezimmer. Ich kann mich übrigens immer noch nicht satt sehen an diesem Läufer hier vorne. Guckt mal, wie schnell das ging mit dem Fensterputztuch. Und man braucht halt echt nur Wasser. Das ist jetzt alles sauber, die Toilette. Und ich habe ja den hier jetzt ausgetauscht. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Irgendwie ist es ganz schön klein. Fürs obere Bad bestimmt perfekt. Hier hole ich mir vielleicht wirklich irgendwas an diese Wandseite hier. Und dann habe ich hier die Toilettenbürste. Und ihr wisst ja, das ist die von Everdrop. Und ich liebe die. Ich muss sie mir definitiv nochmal bestellen für oben. Die ist so genial, vor allen Dingen zum Reinigen der Toilette. Wenn ich da so ein bisschen was vom WC-Reiniger drin habe, schrubbt das Teil hier richtig klasse. So ihr Lieben, wir sind jetzt fertig. Das heißt, und ja, ihr könnt sehen, jetzt bin ich eine richtige Prinzessin. Ich hoffe, dieses Format hat euch gefallen und erinnert euch immer wieder daran, dass auch Prinzessinnen putzen.
Vielleicht dann nicht so, das wäre ziemlich unangenehm. Aber ja. Und ihr seht ja jetzt schon hier die ganzen Sachen von Everdrop. Vergesst die Aktion bei Everdrop nicht. Bis zu 30% Rabatt gibt es im Online-Shop und mit Kieks10 kriegt ihr nochmal 10% obendrauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Ansonsten heißt es, wir sehen uns nächste Woche wieder, falls das Video euch gefallen hat. Bis dann!